Good morning, Doctor. And a good morning to you too, Elsa. You look radiant. Thank you, Doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, Doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to live up to. And what is that? In my case, Lou. He went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for the district attorney. What? He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks it might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. I've always so enjoyed our conversation. I can see your future, Elsa. And Cole, the policeman. And Jack, the investigator. It's an unfortunate and grisly end. I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven in the next life. Hallo und herzlich willkommen zu Let's 11 King, meet the officers of 187, Union and 7th. Stand by for further. 11K responding. Go ahead with the further. 11 King, meet the officers of 187 in the alleyway at Union and 7th. Suspect is still outstanding. Code 2. So, was ich sagen will kurz, herzlich willkommen zurück zu L.A.Noire, wo wir gerade einen alten, ja, Pan haben, Roy, denn wir machen gerade das letzte Straßenverbrechen, weil das haben wir anscheinend irgendwie übersehen. Und deshalb wiederholen wir das kurz mal, weil es doch, oh, das ist das Falsche, da hinten, weil es doch nervig, wenn wir 39 von 40 haben. Also können wir doch ruhig alle haben. Schlechtes Date. What's her story? Last seen falling out of a bar with some goon. He got fresh, she got shy, he got angry. Witness has him late 40s, 6 foot, light shirt, dark trousers. He's got to still be in the vicinity, detective. She's not even cold. Okay. Blunt force trauma. I must have grabbed the first thing to hand and clocked her with it. Gut, das heißt, wir müssen nur noch den Ding jetzt finden. Hast du das vielleicht We im came down the Frontcover? alley from 7th Street, sir. He didn't slip past us. Try the rooftops. Filthy rat might have gone for higher ground. Ja, das wäre schon natürlich ziemlich unklug. Vor allem, wenn ich Cop bin.
Ich meine, ich kümmere mich selbst um die alten Fälle. Da ist er. Here's our suspect. Give it up, LAPD. Na komm. Komm. Ja. So. Damit hätten wir den letzten Fall. Puh. Das wäre doch super duper 40. So, schieße alle Straßenverbrechen ab. Das finde ich doch ganz geil. Ah, gut. Dann würde ich sagen, beenden, weil wir das schon alles haben. Gut, denn was ich sagen kann, ist, dass ich eigentlich schon den letzten Fall dass ich eigentlich schon den letzten Fall abgeschlossen habe, aber es gab einen Bug und dadurch wurde ein Cutscenes irgendwie ein bisschen komisch. Und deshalb dachte ich mir, komm, ich mache den letzten Fall nochmal. Also gibt's den jetzt. Eine andere Art von Krieg. It's gotta be one of these places. The arsonist's a bug sprayer. He must have worked at one of these joints. Gut, also wie gesagt, ich habe alles schon gemacht eigentlich, aber durch einen Bug waren die Cutscenes irgendwie scheiße. Und ich habe mir gedacht, komm, mache ich nochmal. Also, ups. Wundert euch nicht, wenn ich das Ganze ein bisschen hastiger jetzt mache. Aber ich glaube, ihr wollt nicht, dass ich so lange dafür brauche. Das ist mich ein bisschen mehr Weile. Wurde ja öfter mal angefordert. Und jetzt bekommt ihr es auch. Zum letzten Fall. In L.A.Noire. Gut, hier sind wir eigentlich Rapid Exterminators. Sollte mich nicht zu hastig beeilen. How many guys you have working here, Pop? Who's asking, son? It could be official or unofficial. Depends on how you want to play it. You should get to a hospital, son. That arm of yours appears to be letting in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he work here? We don't have anyone like that here. You sure? I'm not the type of guy you want coming back. Yeah, I'm sure. Gut, dann gucken wir uns erstmal die Zeitung an. Die eine kann sie natürlich für uns bereithält, und zwar Crusade Against Corruption. Pearson pledges to clean up LAPD. Viel Spaß mit der Cutscene. What have you got? Looks like a drug overdose. Get away from him, Phelps. This is my case. Shut your fucking mouth! Since when does a bagman work a case? I knew this creep wasn't on the morphine heist. Victim of his own product. Hey, detective! Can we back it off a notch? This is getting out of hand. A time to talk and a time to shut up. Now is the time to be quiet, son. Courtney Sheldon was a corpsman, Roy. He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund, along with the mayor, the DA, Monroe, and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a better man than you'll ever know. You say one more word about him and I will blow your fucking head off!
You finally lost it, partner. I have a pretty good idea why Sheldon is dead. And I know about Monroe. Your vast, corrupt future is draining away as we speak. I got better things to do than argue the rub with you. Stay with him until the coroner gets here. Make sure technical services bags the evidence. If you let this creep anywhere near it, I'll come looking for you. Yes, sir. You know, Phelps, you're not the worst asshole going around. Thanks, Herschel. Das gefällt mir doch. Das Verhalten habe ich bei Cole vermisst. Bisschen schlagkräftig sein. Schlagkräftig meine ich natürlich. Huch. Irgendwie alles ein bisschen verschwommen. Ja, meine Sehkraft. Ja, okay. Ja, so gefällt mir das, ey. Ein bisschen die Meinung sagen, das hat man bei Cole ein bisschen vermisst. Immer so, ja. So stark auf die Arbeit konzentriert. Oder auf Regeln. Oder sonst was. Dann klopfen wir mal hier an. Welcome to Nuclear. What can I do you for? I work for the DA. I need to speak with an exterminator. Big guy with a cowboy accent. We have only 3 people work here. Me and 2 Mexicans. They're both on the scrawny side. Thanks for your help. Okay, das ging schnell. So, diesmal ist aber hier nichts irgendwie zu überstrahlt. Und man sieht schon, dass die Hand da irgendwie ein bisschen tröpfelt. Der ist anscheinend echt schwierig verletzt. Gut. That's my desire. Westlake Ungezieferbeseitigung. Gehen wir mal in den Laden rein. I work for the DA. I'm looking for a big cowboy, does extermination. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address? Yeah, he lives in a bunkhouse on the remains of the old Rancho Rincon. Thanks. Und jetzt nehmen wir einen kleinen, jetzt haben wir hier anscheinend einen kleinen Charakterwechsel. Jetzt sind wir Cole. Dr. Fontaines Haus oder Praxis gestern. 6 Uhr am Abend. Cole, you made it. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink, dead in his patient's room. Spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lichtman, Cole. She's missing. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Okay. Also schön, den alten Rusty zu sehen. Jetzt haben wir 2 Raubeine hier vor Ort. So. Ein Büro für sein Büro, oder? Ja. Warum nicht, ne? Was haben wir hier? Take your time. I'll give you and the doctor some privacy. Fontaine was having houses burned for Monroe. Was haben wir hier? Elysian Fields. So eine Liste mit wahrscheinlich allen abgebrannten Häusern. Unter anderem Sawyer. Monroe wasn't happy. People started dying and it attracted attention. He and the doctor lost control. Was haben wir hier? Das war nicht unsere Abmachung. Bekannt. Okay. Kommen Sie unter Kontrolle, oder ich muss Maßnahmen ergreifen. Na komm, wir gehen nochmal auf die letzte Seite. Da werde ich aber jetzt nicht durchlesen. Habe ich auch vorher nicht gemacht. Wobei das hier, das ist kein Hinweis. Wenn das ein Hinweis wäre, hätten wir schon bekommen. Gut. Was haben wir hier noch? Ah, wir haben hier... Übrigens hätte ich gerne ein anderes Outfit.
Mist, ich glaube, man hört mein Geklicke ziemlich laut, oder? Komm. Nehmen wir doch mal mein Lieblingsoutfit. Zum Abschluss. Dann wir es jetzt nicht. Na komm. Nehmen wir uns erstmal diese Zeitung hier. The Face of Progress. Na gut. Diese Cutscene wollen wir uns auch natürlich nicht entgegen lassen, also gehen wir uns die mal. That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Control is of the essence. Keep the voice down. You know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck them. Leland, we will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. He's your imbecile, Harlan. Get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student. What? Certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso who knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform me. I thought I could take care of it. Have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. No longer necessary. I'll take care of Jeff Kelso. Da haben wir ja gesehen, dass es ein bisschen anders verlaufen ist, als sie es geplant haben. Harlan ist tot. Und Leland ist, ja, ist er verblutet? Ich weiß es nicht. Wurde auf jeden Fall angeschossen. Dann kümmern wir uns erstmal um diese Kugel hier. So much for your foresight, Doctor. Jupp. Habt ihr ja, glaube ich, in der Vorschau gesehen, dass er damit die Ärzte einen über den Deckel geklatscht hat. Natürlich weiß ich, dass hier auch noch ein Hinweis ist. Und zwar Morphium. Gut, er ist Arzt, aber... Looks like Fontaine has finally dispensed his last treatment. Das ist ein bisschen zu viel, um damit nur Patienten zu behandeln. Vielleicht auch ein bisschen was verkaufen. Was hat denn? Ein Feuerzeug. Hier, ich mache ein Lichtlein für sie an. Ich werde nicht trauern. Oh no. Destroyed by a monster of your own creation, Dr. Fontaine. I've heard that story somewhere before. Ja, bei Frankenstein. Gut, was haben wir noch nicht? Wir haben das hier noch nicht. Good doctor has been marking this map. Gut, benutzen wir den alten Trick. Moment, vielleicht noch ein bisschen mehr aufdecken. Da haben wir es. Edgewood Grove, McCarthy Vista, Crescent Heights, Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? Yeah. How come? Da ist die Frage. Probieren wir mal das hier. Okay. Ah, hier sieht man das doch. New houses, all being built in the path of the freeway? Jack was wrong.
It's not about insurance, it's about eminent domain. What are you talking about, Cole? The government reclaims the land in the path of the freeway and pays the improved value of the land with the new houses sitting on it. What about the stiffs who paid their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key. He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. And they're worth nothing? Firewood, all of them. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we gonna prove any of this, Cole? Doctor's dead. Monroe nearly bled to death. If they get Jack... We need the firebug. The Okie cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them. Und damit darum kümmert sich Jack. Ranch-Barke heute. 7 Uhr. Das ist ja einladend hier. Ein abgelegener Ort anscheinend. Die Musik des Brandstifters, die wir eigentlich, wenn ich mal drüber nachdenke, immer gehört haben, als wir ihn gesehen haben. Das heißt in, ja, so Vorgeschichten und sowas. Nobody home. Guess nobody's home. Okay. Dann auf die nicht so freundliche Art einbrechen. Das ist ein Most guys Flammenwerfer. bring home a 45 or an M1. This is pretty extreme. Oh ja. Bringt nicht eben mal so einen Flammenwerfer mit nach Hause. Gut, schon war das nächste. Daran erinnere ich mich natürlich noch. Schauen wir mal weiter hier nach. Ich glaube, das war hier. Da. Ein Stungewehr. Natürlich muss jetzt sich irgendwie jemand die Haare föhnen. Im Nebenraum. Finde ich wieder ganz schön reizend. Was haben wir hier? Was für ein Verrückter wohl dahinter stecken muss. Kann man sich kaum vorstellen. Gut, öffnen wir den ganzen Scheiß mal. Ach, als würden wir es noch nicht wissen. Wir bauen ein besseres Kalifornien. Wir kaufen noch heute ihr altes Haus. Holen Sie an. 2800 Leland Monroe. Gott, ey, ich bin auch ein bisschen müde irgendwie. Okay. Was ist das? Quite a flock you got here, kid. Oh ja. The river tunnels. This guy's a tunnel rat. Was haben wir hier daneben? Noch ein bisschen Origami. A strange obsession. Gott, ey, das müssen hunderte von diesen Scheißdingern sein. Oh. Ein Loch in der Decke. Was haben wir hier? Das Licht ist ein bisschen auffällig. Moment, hier. I know those faces. Jesus Christ, I know every one of them. Das sind die alten Army-Bilder. Hier mit dem vermutlichen Brandstifter. Man erkennt schon. Der Große im Bild. Leute, das ist ein Bild von Red Dead Redemption. Aber okay. Oh my God, Ira. You poor backward son of a bitch. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt telefonieren kurz. Allen Bescheid sagen. Peterson, I'm going to need some help. I've got Monroe, Fontaine, and all the others.
It's all tied up nicely. It goes all the way to the top. Meet me at the L.A. River Tunnel entrance just north of the 1st Street Bridge in half an hour. Don't ask questions. Just be there. This is DA's investigator Jack Kelso. I have an urgent radio message for Detective Cole Phelps.